Hallo meine Lieben, heute habe ich einen weiteren Geschenkanhänger und zwar werde ich da mit Holzkugeln arbeiten. Was ich damit vorhabe, seht ihr gleich nach dem Intro. Was ich heute eben machen will, ist ein Geschenkanhänger mit so Holzkugeln. Die finde ich immer ganz cool. Und ich werde die aber nicht so lassen, sondern ich werde die anfärben. Ich habe so zwei Kalkfarben, die ich super schön finde. Die sind von Fleur. Das eine hier ist Istanbul Interior und das andere ist Cape Town Blue. Ne? Die beiden. Und dann habe ich noch ein bisschen Jutegarn, das ich verwenden werde. Ich habe ein bisschen Cardstock. Und um die anzufärben, am Micron Pen natürlich, werde ich da ein Gesicht dann drauf zeichnen. Und um die Kugeln anzufärben, finde ich es immer am praktischsten, wenn ich mir so eine kleine Vorrichtung mache. Das ist einfach Graupappe. Man hat ja immer vom Scrapbooken, oder wenn man Scrapbookt, dann hat man immer so ein bisschen Reste übrig. Und das klebe ich einfach kurz an einer Stelle zusammen. Das ist einfach so gefaltet, dass das in etwa ein Rechteck gibt. Braucht auch nicht festzuhalten. Und jetzt mache ich hier kurz zwei Löchlein rein, weil ich will gleich zwei Kugeln anfärben. Das mache ich eher im oberen Bereich. Wo auch immer oben und unten ist hier, ne? So, in etwa gegenüber auch nochmal. Ihr seht, ich mache das wirklich nach Augenmaß. So. Und dann nehme ich nochmal zwei Klebestreifen, um das zu befestigen. Ihr könnt echt auch irgendeine Schachtel, eine kleine Schachtel verwenden, die ihr nicht mehr braucht, wo irgendwas drin war von der Verpackung. Also geht natürlich auch. So, jetzt mache ich das hier an einer Seite fest, das andere an der anderen Seite. Nehme hier mein Sudelblatt und mache das ganz einfach hier mittig drauf. Muss auch überhaupt nicht schön sein. Geht einfach darum, dass das ein bisschen hält. So, dann habe ich schon einen Teil der Vorrichtung. Was ich jetzt nehme, ist einfach ein Draht, der lang genug ist, dass ich den da durchstülpen kann. Natürlich auch zwei Stück davon. Und das ist echt das Einzige, was ich hier separat gekauft habe, sind die Kugeln. Alles andere hatte ich schon. Und ich gucke jeweils auch, dass der Draht gar nicht mal so extrem gerade ist. Weil dann kann man auch so ein bisschen besser mit den Kugeln noch arbeiten. Es darf ruhig ein bisschen Wellen drin haben. Kann ich das durchstülpen, durch die Kugel, durch die zweite Kugel und drüben wieder raus. So. Und genau dasselbe beim zweiten. Rein durch die Kugel, durch die zweite Kugel und hier wieder raus. So. Und dann zum Trocknen, da schiebe ich diese einfach so hin, dass die einander nicht berühren und lasse die dann so trocknen. Geht wirklich super einfach. So, jetzt Wassertuch. Und jetzt kann ich hingehen und eins mit diesem Türkis anfärben. Ich mache das jeweils so, dass ich die Farbe vorher kurz schüttle und deshalb habe ich hier relativ viel Farbe noch im Deckel drin. Die verwende ich natürlich auch. So. Und jetzt könnt ihr das Ganze ganz einfach anfärben.
Ihr könnt es auch versuchen, zum Beispiel mit Spießchen, mit so Holzspießchen, ob das besser hält, damit die gar nicht hin und her rutschen, aber mich stört das jetzt gar nicht so. Guck einfach mal, dass überall eine Deckung drauf ist. Das ist mit dieser Flirfarbe extrem schön, die deckt unheimlich gut und trocknet auch unheimlich schnell ein. Let's go outside, the snow is falling down and every child is having so much fun. The snowman is twice the size as me with a smile as quirky as mine. So, das war schon die erste Farbe. Da braucht ihr echt so dermaßen wenig von dieser Farbe. So, dann noch die zweite Farbe. We're holding hands to keep each other warm while we stand and watch a choir performing all the Christmas songs that we love. Yeah, all the Christmas songs Und ihr seht, ich gehe heute ein bisschen Ton in Ton, ne? that we love. And in a while we're gonna go inside and drink our chocolate by the fire. 'Cause all I want is to spend this day with you. Let me give you a Christmas, a moment we'll fill with love and joy. So beautiful, kissing on a mistletoe, baby, with you. I don't need any presents, as long as I spend this day with you. So beautiful, kissing on a mistletoe, baby, with you. So, und so kann ich die schon trocknen lassen. Geht auch super schnell. Und ich denke mal, dass es mit den Holzspießchen ein bisschen besser gehen würde, weil die Holzspießchen sind ein bisschen dicker und füllen so ein bisschen mehr von diesem Loch aus. Von dem her würde das sehr wahrscheinlich besser gehen, dass das nicht so rutscht. Aber hat auch funktioniert. Und je nachdem, ich hatte jetzt hier nur 4, die ich anfärben will, da könntet ihr natürlich auch wesentlich mehr machen und einfach eine größere Schachtel nehmen und die dann einfach reihenweise dran machen. Also so geht das wirklich super schnell. Und ich wasche jetzt kurz meinen Pinsel aus und lasse die trocknen hier. So, und wenn die trocken sind, und wie gesagt, das dauert in etwa 5 Minuten, das dauert wirklich nicht lange, dann haben wir hier schon unsere angefärbten Kugeln. Na? In genau den Farben, die wir haben wollen. Und das kann ich einfach beiseite legen. Also ich werde es wieder auseinandernehmen und dann das Ganze einfach das nächste Mal wieder für andere Farben verwenden. Und jetzt kommt unser Judegarn zum Einsatz. Ich schneide das noch gar nicht ab, sondern ich nehme jetzt mal extra ein längeres Stück und mache das doppelt. Und dann gehe ich, mal gucken, wie ich das haben will. Will ich dunkel unten oder will ich dunkel oben? Ich glaube, ich will dunkel unten. Also gehe ich da mit dem Judegarn durch. Dann durch die nächste Farbe durch. Und dann noch durch die Kugel, die gar nicht angefärbt ist. So, jetzt merke ich, dass ich hier wirklich zu viel Judegarn habe. Das heißt, ich kann es noch ein bisschen zurechtziehen, dass ich da gar nicht so viel habe von. So. Und jetzt mache ich oben 2 Knoten rein, damit die Kugeln oben nicht rutschen. Lass da einfach so eine Schlaufe stehen. Mal gucken, ob das schon reicht mit einem. Nee, machen wir noch einen zweiten. Das sollte reichen. Wunderbar. Und dasselbe versuche ich jetzt auch hier unten zu machen.
Das heißt, ich stoße den Knoten einfach ganz nah an die Holzkugel dran. Und das war eine. Und dann machen wir auch hier eine zweite noch. So. Und jetzt bewegt sich das auch nicht mehr. Unten könnt ihr es machen, wie ihr wollt. Ich finde es jeweils ganz süß, wenn da auch noch so 2 Zottel runterhängen mit einem Doppelknoten. Dann sieht das jeweils so aus, als ob das quasi die Füßchen wären. Making plans, what we're gonna do. I feel so blessed that I can be with you. Und den Rest kann ich abschneiden. So, dann haben wir schon mal einen Anhänger und genau dasselbe mache ich auch noch mit dem hier. Also ihr braucht pro Karte nur einen, aber ich dachte, wenn ich das schon mache, dann kann ich gleich 2 machen. Dann können wir hier noch ein Gesicht drauf machen. Ich will hier unten, so ein kleines Herz machen. Das wird jetzt ein bisschen schwierig, ne? Auf eine Kugel zeichnen, die sich bewegt. For you, just wanna hold you close. You know the stars are shining just for you. Let's take a walk. Naja, so lala. Ich wollte nur kurz gucken, ich habe auch von einem anderen Projekt noch so Herzen aus Vinylfolie, ob das auch funktionieren würde. Ja. Funktioniert doch wunderbar. Und dadurch, dass die matt ist, sieht es auch aus, als ob das aufgezeichnet wäre. Ne? Also ihr könnt entweder Vinylfolie nehmen oder ihr könnt es aufzeichnen. Mal gucken, ob ich das andere noch überdecken kann. Ich finde es jetzt nicht so, dass das so schön geworden ist, ganz ehrlich gesagt. Ja, kriegen wir eine. So, haben wir auch ein bisschen schönere Herzen. Aber um die Augen komme ich nicht drum herum und da mache ich ganz einfach so 2 schlafende Augen. Das heißt 2 Halbmonde nach unten. Ich habe Angst. Follow the moonlight till we reach a place we could stay. Maybe kiss a bit and dream away. And in a while we're gonna go inside and drink our chocolate by the fire. 'Cause all I want is to spend this day with you. Let me give you a Christmas, a moment we'll fill with love and joy. So beautiful, kissing on a mistletoe, baby. So, dann habe ich ein schläfriges und ein lachendes. Ich überlege mir gerade, ob ich da zwischen die Kugeln so ein kleines bisschen Heißkleber reinmache, nur so ein Tupfer, weil sonst drehen die ganze Zeit und dann sieht das irgendwie komisch aus, wenn das Herz hier auf der Seite ist. Zumindest der Kopf und das Herz. Ich glaube, da mache ich einen kleinen Tupfer Kleber rein. Während die Heißklebepistole heiß wird, gucke ich kurz, wie lang mein Anhänger oder mein Geschenklabel sein soll. Soll hier reingehängt werden. Hier unten kommt noch ein Spruch. Ich würde sagen 13 cm mal 5. Mache ich kurz 2 von. So beautiful, kissing on a mistletoe.
Dann ist der Heißkleber auch schon fertig. So, ich kann den gar nicht weit genug in die Kamera nehmen. Ich halte jetzt einfach den Kopf quasi und den Oberkörper so, dass die von der Ausrichtung richtig sind. Und mache hier einfach einen kleinen Tupfer Heißkleber rein. Und halte das nur kurz fest, damit das so trocknet. Dauert auch gar nicht lange. Und schon halten die genau da, wo sie sein sollten. Unten spielt es nicht wirklich eine Rolle. So, jetzt geht's weiter damit, dass ich hier, ich habe so 2 Stücke, die ich abgeschnitten habe. Die kürze ich noch ein bisschen. Und da schneide ich einfach so, also ich mache 2 Löchlein rein in etwa die Mitte. Nebeneinander. Und dann schneide ich die ein, weil so kann ich dann die Schnur hier drüber stülpen und das hinten festkleben. Das ist die Idee dahinter. So, dann brauchen wir hier auch noch ein Loch rein. Und da mache ich auch noch was, und zwar, Moment, zuerst kurz stanzen, ne? Eins nach dem anderen, Frau B. So. Hier in etwa in der Mitte stanze ich das bei beiden. Dann stanze ich hier noch so einen kleinen Kreis aus. Ist wirklich super klein, das ist 1 Zentimeter. Und dann mache ich da rein auch nochmal so ein Loch. Sorry, ich merke gerade, dass es einfacher geht, wenn man zuerst das Loch macht und dann ringsherum stanzt, ne? Und jetzt da gucke ich einfach, dass ich das Loch, was ich jetzt gerade gestanzt habe, dass das schön mittig liegt. Weil dann habe ich wunderbar so 2 kleine Kreise, die in der Farbe vom Karton sind. Und die kann ich hier oben drauf kleben. Finde ich immer so einen schönen kleinen Abschluss. Dann kann ich auch schon anfangen, das Ganze zusammenzukleben. Das heißt, die Kreise hier auf die Karte drauf. Dann soll hier das durch und hinten über diese Löchlein soll das da drüber. Und das klebe ich jetzt hinten fest, damit das hier wie als Verstärkung ist. Trotzdem kann man das dann vom Geschenklabel runternehmen, weil es klebt ja nicht komplett fest, nur die Befestigung, wo es dran hängt, hängt hier dran fest. Ne? Das ist das eine. Das zweite. Dann mache ich hier unten noch einen kleinen Spruch drauf, nämlich ein Merry Christmas. Ich mache das doch hier mit der Archival Ink. Das gibt einfach die schöneren Abdrücke. So. Und jetzt hier möglichst gerade drauf. Stempel immer kurz ein bisschen liegen lassen, damit die Tinte einziehen kann. Wunderbarer Abdruck. Hat super geklappt. Auf den zweiten. Hat auch wunderbar geklappt. Und wenn ihr fragt, was ist der Unterschied zwischen einer Archival, also ich habe hier die Ranger Archival und ich habe die Memento,
Sind beide für ihre Sachen gut, aber wenn ihr euch das anguckt, das hier unten ist die Memento und das ist die Archival. Also, na, ich finde halt einfach, wenn ich richtig schöne, klare Kanten will und einen schönen Abdruck will, dann arbeite ich meistens mit der Archival Ink. So, das wäre das schon mal. Und jetzt wären es ja keine Engel ohne Engelsflügel, ne? Und anstatt dass ich jetzt versuche, hier Engelsflügel zu zeichnen, mache ich das ganz einfach so, dass ich hier mit so einem Punkteregen wie quasi 2 Kreise abbilde. Ne? Das ist einer, dann ein bisschen weiter raus. Und das auf beiden Seiten, ungefähr auf derselben Höhe. So, dann sieht das fast ein bisschen aus, als ob das Flügelchen hätte. Machen wir natürlich bei dem hier auch noch. Und dann noch die letzten 2 Feinschliffe ist, dass ich hier überall die Kanten abrunde. Das ist Geschmackssache, ich weiß. Ich mag es einfach, wenn bei den Sachen, die ich bastle, die Ecken abgerundet sind. Das habe ich euch gar nicht gesagt. Das hier ist einfach so ein 220 Gramm Craft Stock, also Bastelpapier. Und damit die jetzt nicht die ganze Zeit herumrutschen, sondern so ein bisschen in der Orientierung da drauf bleiben, wie ich das gerne hätte, mache ich hier noch Klebepunkte drauf. Das sind einfach so Klebepunkte. Ich finde die super praktisch, weil ich kann hier einfach Papier lösen. Da ist so ein Klebepunkt drauf. Und dann kann ich den ganz einfach quasi auf der gegenüberliegenden Seite vom Herz, kann ich den hier drauf machen, das abreißen und so das Ganze ein bisschen fixieren. Also es klebt nicht super fest dran, aber jetzt rutscht es im Moment halt einfach nicht, was ich super praktisch finde. Na, dann haben wir ein kleines bisschen geschummelt mit dem Klebepunkt und auch dem Heißkleber hinten am Kopf. Aber so bleibt es dann halt auch schön da, wo es sein soll. Und jetzt brauchen wir natürlich auch noch eine Aufhängung. So, und schon sind die Geschenkanhänger fertig. Na, hier oben eine Aufhängung, hinten, wo wir es festgemacht haben. Dann die kleinen Engelsflügelchen mit den Punkten, oben Gesicht, das Herzchen mit der Vinylfolie und unten dann noch das Merry Christmas hier drauf gestempelt. Na? So ganz einfach kleine süße Geschenkanhänger mit Kugeln und na, wenn Weihnachten vorbei ist, kann man die ganz einfach runternehmen und zum Beispiel auch als Schlüsselanhänger oder wo auch immer man das hinhängen will, die da ranmachen. Und das war auch schon alles, was ich euch heute zeigen wollte, nämlich wie einfach ihr solche Holzkugeln in den Farben, die euch gefallen, anfärben könnt und wie ihr da so ein kleines Engelchen gestalten könnt und einen Weihnachtsgeschenkanhänger draus basteln könnt. Ich werde euch wie immer die Materialien, die ich verwendet habe, unten in die Beschreibung des Videos reinmachen. Da könnt ihr einfach auf mehr draufklicken und dann geht das auf und dann habt ihr da die ganzen Informationen inklusive der Affiliate-Links. Und dann hoffe ich ganz einfach, dass euch das Video und die Idee gefallen hat, dass ihr Lust habt, das selber auch auszuprobieren und dass ich euch in einem meiner nächsten Videos wiedersehe. Bis bald! In a while we're gonna go inside and drink our chocolate by the fire. 'Cause all I want is to spend this day